Herzlich willkommen zu einem Video. Hi zusammen, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt endlich auf Reise. Ja, schwer unterwegs inzwischen. Aber wie alles angefangen hat, das zeigen wir euch jetzt. Bam, bam, jiggity check, sag bam, bam, jiggity check, ja, es ist der Rhythmus meines Lebens. Morgen, Morgen, letzter Morgen. letzter Morgen. Wir gehen jetzt noch kurz Brezeln holen. Die letzten Brezeln zum Frühstück. Ja. Wir haben zwar so viel Brezeln gegessen die letzten Wochen, aber ja. Das ist das, Machen was wir wir halt noch noch machen mal. müssen. Ja, also los geht's nach Altrip. Los! Die Sonne scheint, Ah jo, die Sonne scheint. oh wie schön. Schaut mal, die Sonne scheint. Nachdem es gestern den ganzen Tag gepisst hat. So, wir durften noch ein richtig schön Auto haben wir ausgeliehen gekriegt. Warte, ich heb mal hin. Gibt es noch mal ein bisschen Kino hier. Ja, ab nächster Woche sieht es anders aus. Kein Vergleich. Frühstück! Und dann war es endlich soweit. Wir wurden an den Flughafen gebracht. Ja, wir wurden abgeholt mit unserem ganzen Gepäck und Klimbims und Taschen. Es war so viel. Ja, das hätte eigentlich alles im LKW sein müssen und wir haben die ganze Zeit gesagt, auch das hätte noch rein müssen und das, aber ja. Letztendlich war es, wie es war. Wir hatten einen Koffer, 2 Handgepäck, einen Rucksack. Eine Tasche, noch ein Rucksack und ja. Ja. Auf Aber jeden so Fall, ist es. ja, war dann eine Stunde Fahrt und ja, ruckzuck waren wir dort. Und auch pünktlich. Das Ding ist, du musst ja in den 10 Minuten auch wieder hier rauskommen. Genau. Ja, durch. Wo du willst. Ist überall umgeschickt. Kommt da vorbei, oder? Ja, ja. Ist einfach da rum. Ja, da rüber. Ja. Nimm du mal das Gimbal bitte. Okay. Ascha, Hannes? mehr. Warte. Nee. Ich brauch ganz viel Arme. Danke für dich, danke. Alles Gute, wir telefonieren. Auf jeden Fall. Tschüss. Du langsam. Wir sind hier. Die wilde Fahrt ist zu Ende. Ja. Jetzt gucken wir mal nach dem Wagen, weil wir haben so viel Zeug, Ja. so viele Koffer. Und dann fahren wir mal rein. Endlich angekommen am Flughafen. Ja. Wir waren auch zeitig dran. Sie Mussten ja 2 vollpünktlich. Stunden vorher einchecken, war perfekt. Wir uns in die ewig lange Schlange gestellt. Ja, und dann ist Ascha kurz aufs Klo. Und dann kamen 2 Amerikaner, deutsch sprechende Amerikaner, was weiß ich, kamen auf mich zu mit Anzug. Zielstrebig. Zielstrebig, ja. Und haben uns nach dem Rückflug gefragt. Dann habe ich gesagt, ja klar, haben wir ja. Wir haben übers Reisebüro gebucht. Wir haben einen Weiterflug nach Mexiko und die haben uns dann gesagt, seit einiger Zeit gilt die angrenzenden Länder an Amerika nicht mehr als Ausreise. Kanada, Mexiko. Ja. Und wir hatten einen Experten gefragt. Wir haben das extra beim Reisebüro gebucht und die haben gesagt, alles gar kein Problem. Funktioniert. Also Ja. standen wir da mit unserem 1000 Koffern und Ding, hatten keine Ahnung. Christian hatte Stress, der musste zum Kondorschalter. Ja, hab dort den billigsten Flug rausgesucht, den es irgendwie gab, Ende Dezember zurück nach Deutschland. Der war jetzt weich in der Schlange, rutschte immer weiter vor. Ja, dann bin ich wieder zurückgerannt.
Die haben mir den Kleber auf die Reisepässe gemacht, weil die, keine Ahnung, irgend so ein Kleber, dass die anderen halt sehen, dass das schon gecheckt wurde, was weiß ich. Genau, und dann durften wir auch ganz normal einchecken. Ja. Das war auch völlig in Ordnung. Unser Gepäck war im Normbereich, war Genau. alles gut. Und dann sind wir Sofort, zum Security. ja, ganz sofort, schnell. weil es hat natürlich alles gedauert. Dann hieß es sofort zum Security und dann ja, weiter zum Gate. Genau, und dann sind wir zum Flieger gegangen und dann kam eine Überraschung. Ja, die Überraschung, die uns erwartet hat, das war leider nicht wirklich eine gute Überraschung. Also es war gar nicht eine gute Überraschung. Und zwar war es so, wir haben an dem Wochenende genau erwischt, wo die Pfingstferien, Herbstferien angefangen haben. Und dann ist noch das Kofferband verreckt am Frankfurter Flughafen. Das haben wir aber erst später erfahren. Jedenfalls sind wir dann im Flugzeug gehockt, 2 Stunden. Ja, 2 Stunden mussten warten. Und sie haben dann gesagt, ja, sie warten auf das Gepäck irgendwie, aber es ist jetzt dann da und ja, wir können dann. Es sollte losgehen. Es ging dann auch los und ja, wir dachten alle, alles super, Gepäck da, Abflug. Aber endlich abgehoben, unterwegs, dachten, okay, jetzt geht's los. Wird's haben gemütlich? Uns riesig gefreut, von wegen. Ja, es haben uns 8,5 Stunden Flug erwartet, sowas, 8,5, 9 Stunden. Ja, wie man sich das so schön vorstellt, fläzt man sich in seinen Sitz rein, stellt sich vorne einen Film rein und wartet, bis das tolle Flugessen kommt. Und Aber leider war nichts von dem so. nee, das hat sich ein bisschen anders rauskristallisiert. Also und du musst für alles zahlen. für alles. Also Es gab keine Kopfhörer. keine Kopfhörer, ja. Das Entertainment-Programm war so, dass du hättest zubuchen müssen. Das war 2 Filme, Kinderfilme. Das eine war Jumbo oder so ein Scheiß. Ja, und der andere war mit irgendwelchen Hunden. Mit irgendwelchen Katastrophe. Es war nur Ja, hätte ich für 13 € zubuchen müssen. Genau. Also totale Irrsinn. Und Sitzplatzreservierung war auch nicht möglich. Wir waren irgendwie Ging nicht. eingezwängt. Wir hätten uns das nicht mehr aussuchen können. Hätten wir schon, wir hätten es halt nur zahlen müssen. Ja. Das haben wir nicht eingesehen. Also sie haben wirklich für alles Geld verlangt. Und ein Bier, für eine Dose Bier wollten sie 3 €. Das war, glaube ich, der erste Flug, wo ich kein einziges Bier getrunken habe. Und wir sind schon viel geflogen, aber das war also ein Erlebnis, Ja. das möchte man nicht mehr wiederholen. Nee. Angekommen! Geschafft. Wir sind jetzt endlich In Baltimore. Ja, Passkontrolle war kein Problem. Der Flug war super easy, Ja, war echt gut. ja, Naja, war okay. Komfort war es keiner, aber es war okay. Nee, wenn man wenig zahlt, bekommt man wenig. Ja, aber die Zeit ging schnell rum. Ja, nee, das war noch ein bisschen Hektik in Frankfurt, da haben wir noch einen anderen Flug gebraucht, aber Und dann kam unser Gepäck nicht, wir standen 2 Stunden da mit Verspätung. ja. Egal. Egal, wir sind da. Hatten wir einen super süßen Typ da an der Customs, die waren Ja. total lieb, also kein Problem. Ja. Echt super. Und jetzt warten wir noch auf unseren Rucksack. Den einen haben wir schon, der Und dann- zweite kommt. Gehen wir zum Hotel. Das ist jetzt, wie viel ist jetzt? 7:30. 7:30. Da standen wir nun an der Gepäckausgabe, Voller Hoffnung auf unseren Koffer. der Rucksack. auch kam. Und wir standen und wir standen und wir standen und es kam kein weiterer. Nichts. Das Gepäckband ist irgendwann stehen geblieben. Ja. Dann kam mir eine Dame entgegen und hat gesagt, hast du die Durchsage gehört? Und ich so, was? Dann sagte die, ja, leider wäre das restliche Gepäck nicht angekommen und wir könnten das aber am Montag auf jeden Fall abholen. Ja. Und dann mussten wir uns da doch in der Schlange anstellen. Leute, Ja. ein ganzer Flug. Wie viele Leute waren das? Viele. Viele. Wirklich viele. Jeder hat nur ein Gepäckstück bekommen, das ist ja auch schon mal phänomenal. Ja. Und dann mussten wir, ich sag noch zum Christian, wieso stehen die da alle an? Ja. Dann haben wir uns hinten angestellt. Ja. Mussten die ganze Schlange warten. Das war nochmal 1,5 Stunden oder so. Ja. Und das Geilste war dann sind ihnen die Formulare ausgegangen. Und die hatten natürlich auf dem ganzen Flughafen keinen Drucker, Kopierer mehr, um die Formulare nochmal zu Aber sie haben kopieren. uns großzügig angeboten, dass wir es abfotografieren können. Genau, ja. Keine Ahnung, was man mit dem Foto hätte machen sollen. Auf jeden Fall war dieses Online-Formular so gedacht, dass man das einträgt, irgendwie an die Fluggesellschaft dann schickt und dann praktisch sein Gepäck tracken kann. Also, Irgendwie so, ja. Dass man es wiederfindet. Wie das so wirklich gedacht war, wusste da glaubt dann keiner mehr.
Okay. Naja, jedenfalls, wir haben dann gesagt, okay, wenigstens haben wir einen Koffer, der wichtige Koffer war da. Also, falls ihr sowas mal macht, versucht die Sachen gleichmäßig zu verteilen. Wir haben Alles in meinen alle, ja, Ascha-Sachen in ihren Koffer und alle Elektronik-Sachen bei ihr rein. Also wäre ihr Koffer nicht angekommen, wäre es richtig blöd Ja, geworden. aber wie gesagt, mein Koffer war da. Ja, bei mir waren nur ein paar Ersatzteile drin. Und Und ja, deine ganze Klamotten. meine ganzen Klamotten, Unterwäsche, alles. Dann haben wir gesagt, naja, egal, wir gehen jetzt ins Hotel und dann am Montag können wir ihn ja holen, ist alles gut. Sind wir raus, Ja. haben ein Taxi gesucht. Genau, Taxi deswegen, weil das mittlerweile echt spät war und wir hatten keine Lust. Wir wollten eigentlich öffentliche Verkehrsmittel Ja, mit der nehmen, Bahn fahren, ja. aber es war zu dunkel und zu Duschsturm. Wir haben gesagt, nee, also das, Ja, das war dann schon 10 oder halb 11. das muss nicht sein. Wir haben uns Taxi geholt und sind dann zum Hotel. Hotel. So, erste Nacht ist vorbei im Hotel. Wie haben wir geschlafen, Ascha? Wunderbar, guten Morgen. Ja. Tag 2. Erst hat das Hotel ein bisschen komisch ausgesehen, aber so nach einer Nacht muss man sagen, ist gar nicht so schlecht. Ne? Ja, Ja, es ist sauber und so ruhig. Wir haben kein WLAN, was ein bisschen komisch ist, aber ja, in Amerika, das Ja. soll man ja nicht meinen. Aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken und dann Ja. schauen wir mal. Also nach einer echt guten Nacht, das Bett war okay, wir haben wunderbar geschlafen, Jo. sind wir ganz erwartungsvoll runter in den Frühstücksraum. amerikanisches Frühstück. Oh Machen meine wir. Güte, wir warten schon so lang drauf. Pancakes, Waffeln, Bagels, Sirup, Bagels, Speck, Eier, alles. Haben wir erwartet. haben wir erwartet. Dann hat sich der Lift geöffnet und es gab nichts, niente. Nichts. Sie hatten ein paar Bagels rumliegen, da wusstest du nicht, wie alt sie sind. Sie hatten Weißbrot, dieses komische Toastbrot Ja. hatten sie da, diesen Toaster. Ein Toaster, wo nur eine Seite funktioniert hat. Zum Glück waren nicht so viele da, sonst hätte man da warten müssen wahrscheinlich. Es gab keine Marmelade, irgendwelche Butter in so kleinen Plastikdingern, Cream Cheese und Joghurt und den Diese- Sirup. Ja, und diese Kellogg's Frosties in so komischen Dingen. Ja, fürchterlich. Pappteller. Ne, Styroporteller. Ein Styroporteller. Fürchterlich. Plastikgabeln. Und den Sirup, den hat man nicht mal mehr, die Dinger hat man nicht mal mehr aus dem Behälter gekriegt, weil alles festgeklebt war. Also wirklich Es war furchtbar. fürchterlich. Es war furchtbar und furchtbar enttäuschend, weil Ja. wir einfach gehofft hatten, wir sind endlich angekommen und Ja. jetzt kriegen wir endlich ein amerikanisches Frühstück. Nix war's. Aber es war nichts. Der einzige Highlight war ein Apfel und eine Orange, weil es Sonntag war. Genau, die haben uns dann gleich gekrallt, Ja. haben gefrühstückt und haben dann angefangen, die Sachen zu organisieren fürs Auto, um uns ein bisschen abzulenken. Und ja, wie das geklappt hat, wie wir das Auto geholt haben und so, das seht ihr im nächsten Video. Auf jeden Fall war es cool, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Drückt unten auf den Abo-Button, damit ihr wieder mitkriegt, wie die nächsten Videos so weitergehen. Und wir freuen uns aufs nächste Video mit euch.